Butter ist nicht gleich Butter. Während Standardprodukte oft durch einen zu hohen Wassergehalt das Aroma verwässern, entscheiden der Schmelzpunkt und die Reinheit über den wahren Wert. Deshalb haben wir die 5 besten Marken nach strengen Laborkriterien für Sie analysiert. Und das Beste, am Ende verrate ich Ihnen einen einfachen Trick, für den Sie nur ein Glas heißes Wasser und ein Stück Butter benötigen, um jede Butter sofort zu Hause auf Schummelei zu testen. Starten wir direkt mit unserem Ranking und schauen uns die Ergebnisse im Detail an. Kerrygold ist der unangefochtene Marktführer, wenn es um das rein kulinarische Erlebnis und die Textur geht. Durch die irische Weidehaltung, bei der die Kühe fast das ganze Jahr draußen grasen, weist die Butter einen natürlich hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren auf. Das sorgt technisch dafür, dass die Butter auch bei Kühlschranktemperatur deutlich streichfähiger bleibt als deutsche Stallbutter. Zudem sorgt das enthaltene Beta-Carotin für die charakteristische goldgelbe Farbe, die ohne künstliche Zusätze auskommt. Allerdings müssen Sie bei dieser Platzierung die technischen Laborergebnisse berücksichtigen, die einen Schatten auf das Image werfen. In aktuellen Schadstoffprüfungen fallen irische Buttermarken immer wieder durch erhöhte Mineralölrückstände auf, die vermutlich während der langen Transportwege oder durch die Verpackung in das Fett migrieren. Da diese Rückstände im Körper angereichert werden können, reicht es trotz des überlegenen Geschmacks und der exzellenten Streichzartheit in einem objektiven Ranking nur für den 6. Platz. Mit der Eigenmarke Gut Bio beweist Aldi Nord, dass ein niedriger Preis nicht zwangsläufig zulasten der technischen Qualität gehen muss. Diese Butter fungiert im Markt als Preis-Leistungs-Benchmark, da sie in regelmäßigen Laboruntersuchungen viele deutlich teurere Markenprodukte hinter sich lässt. Ein entscheidender Faktor ist hier die Einhaltung der Bio-Richtlinien, die im Vergleich zu konventioneller Butter oft zu einer geringeren Belastung mit Rückständen im Milchfett führt. In der praktischen Anwendung punktet sie durch eine sehr solide Textur und einen neutralen, sauberen Geschmack, der keine sensorischen Fehlnoten wie talgig oder säuerlich aufweist. Während viele günstige Produkte bei der Keimbelastung oder dem Wassergehalt schwächeln, hält die Gut Bio-Butter die Grenzwerte für deutsche Markenbutter stabil ein. Sie landet auf Platz 5, weil sie zwar technisch einwandfrei und sicher ist, aber in puncto Aroma und der besonderen Streichzartheit nicht ganz an die spezialisierten Molkereien der Top-Plätze herankommt. Weihenstephan setzt den technischen Maßstab für konventionell hergestellte Butter in Deutschland. Der entscheidende Vorteil liegt hier in der industriellen Präzision. Durch ein spezielles Rahmreifungsverfahren und eine exakt gesteuerte Temperaturführung bei der Butterung wird eine Konsistenz erreicht, die im Vergleich zu anderen Süßrahmbuttern deutlich homogener ist. Das Ergebnis ist ein extrem reiner, milchiger Geschmack ohne jegliche Beitöne, was sie zur idealen Wahl für die gehobene Küche macht, in der das Eigenaroma der Butter andere Zutaten nicht überlagern darf. Technisch gesehen punktet Weihenstephan zudem durch eine hohe mikrobiologische Stabilität. Während kleinere Molkereien oft Schwankungen in der Wasserverteilung aufweisen, ist das Wasser hier so fein im Fett emulgiert, dass die Butter eine glatte, glänzende Oberfläche behält und weniger anfällig für Oxidation ist. Sie landet auf Platz 4, weil sie sensorisch zwar die Spitze markiert, aber als konventionelles Produkt im Vergleich zu den beiden erstplatzierten Biomarken öfter Spuren von Mineralölrückständen aus der Produktion aufweist. Andechser Natur besetzt eine spannende Nische und landet auf unserem 3. Platz, da sie als Sauerrahmbutter einen völlig anderen technischen Ansatz verfolgt als die meisten industriellen Süßrahmbuttern. Während konventionelle Produkte oft nur mild gesäuert werden, setzt man hier auf eine Langzeitreifung des Rahms. Das sorgt technisch nicht nur für einen charakteristischen, leicht säuerlichen Geschmack, sondern beeinflusst auch die mikrobiologische Beschaffenheit positiv. In Laboranalysen punktet die Andechser Bio-Almbutter regelmäßig durch eine hohe Reinheit und die Abwesenheit von schädlichen Reinigungsmittelrückständen, die bei Massenproduktionen oft ein Problem darstellen. Ein technischer Pluspunkt ist zudem die Streichfähigkeit. Durch die traditionelle Reifung entstehen natürlichere Fettstrukturen, die die Butter selbst im kühleren Zustand geschmeidiger machen als chemisch stabilisierte Vergleichsprodukte. Sie ist die ideale Wahl für alle, die ein kräftiges Aroma suchen
und Wert auf eine ökologisch einwandfreie Produktionskette legen. Bevor wir gleich zu den beiden absoluten Testsiegern kommen, wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, lassen Sie jetzt ein Abo und ein Like da. Schreiben Sie mir auch direkt in die Kommentare, welche Butter Sie bisher für die beste gehalten haben. Ihre Interaktion hilft dabei, dass diese Aufklärung noch mehr Menschen erreicht. Die Bio-Alpenbutter der Molkerei Berchtesgadener Land ist der technische Goldstandard für Konsistenz und Fettsäurezusammensetzung. Ein wesentlicher Qualitätsvorteil ergibt sich aus der traditionellen Fütterung der Kühe mit Gras und HAÜ, was zu einem signifikant höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren führt. In Laboranalysen belegt dieses Produkt regelmäßig Spitzenplätze, da diese Fettsäurestruktur die Butter natürlicherweise streichzarter macht, ohne dass industrielle Hilfsmittel oder chemische Fraktionierungen des Fetts notwendig sind. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Reinheit. Während viele Großmolkereien mit Rückständen aus den Produktionsanlagen kämpfen, weist die Alpenbutter eine vorbildliche Bilanz bei mikrobiologischen Untersuchungen und Schadstoffscreenings auf. Die Molkerei nutzt zudem ein besonders schonendes Rahmreifungsverfahren, das die natürliche Aromenbildung unterstützt und der Butter einen charakteristischen, leicht nussigen Geschmack verleiht. Dass sie auf Platz 2 landet und nicht auf Platz 1, liegt lediglich an den minimal höheren MOSH-Werten im Vergleich zum absoluten Testsieger, obwohl diese hier bereits auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau liegen. Bevor wir gleich zu den beiden absoluten Testsiegern kommen, wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, lassen Sie jetzt ein Abo und ein Like da. Wir haben auf diesem Kanal bereits zahlreiche andere Lebensmittel wie Milch, Käse oder Olivenöl. Technisch analysiert, schauen Sie also unbedingt in unsere Mediathek, um keine dieser wichtigen Untersuchungen zu verpassen. Schreiben Sie mir auch direkt in die Kommentare, welche Butter Sie bisher für die beste gehalten haben. Ihre Interaktion hilft dabei, dass diese Aufklärung noch mehr Menschen erreicht. Die Fassbutter der gläsernen Molkerei ist technisch das Maß der Dinge und belegt verdient den ersten Platz. Während der Großteil der industriellen Produktion heute in kontinuierlich arbeitenden Butterfertigern abläuft, setzt dieses Produkt auf die traditionelle Herstellung im Butterfass. Dieses Verfahren ermöglicht eine deutlich bessere Kontrolle über die Textur und den Wassergehalt, was zu einer festeren Bindung führt, und verhindert, dass die Butter beim Braten spritzt oder ungleichmäßig schmilzt. Das schlagende Argument für den ersten Platz ist jedoch die unerreichte Reinheit im Labor. In den aktuellsten Untersuchungen war dies eine der ganz wenigen Marken, die absolut keine nachweisbaren Mineralölrückstände aufwies. Dies deutet auf eine extrem saubere Produktionskette und eine technisch überlegene Verpackungslösung hin, die keine Schadstoffe in das Fett abgibt. Sensorisch bietet sie zudem ein komplexes, tiefes Aroma, das durch die lange Reifung des Rahms entsteht. Wenn Sie eine Butter suchen, die sowohl gesundheitlich unbedenklich als auch handwerklich perfekt verarbeitet ist, kommen Sie an diesem Testsieger nicht vorbei. Wie versprochen, zeige ich Ihnen jetzt einen simplen Trick, mit dem Sie in Ihrer eigenen Küche prüfen können, ob Sie wirklich reine Butter vor sich haben oder ob das Produkt mit minderwertigen Pflanzenölen gestreckt wurde. Für diesen Test benötigen Sie lediglich ein Glas mit heißem, aber nicht mehr kochendem Wasser und ein Stück Ihrer Butter. Geben Sie die Butter hinein und rühren Sie kurz um. Bei echter Premium-Butter passiert Folgendes: Das Fett schmilzt sofort und bildet an der Oberfläche eine klare, gleichmäßige goldgelbe Schicht, während das Wasser darunter weitestgehend durchsichtig bleibt. Sollte sich das Wasser hingegen stark eintrüben oder bilden sich weiße, flockige Rückstände, ist das ein technisches Warnsignal. Solche Trübungen deuten auf den Einsatz von Emulgatoren oder beigemischten Fremdfetten hin, die in reiner Butter nichts zu suchen haben. Mit diesem Test entlarven Sie sofort, ob die Industrie bei der Herstellung geschummelt hat, um das Produkt künstlich streichfähig zu halten oder Produktionskosten zu senken. Bleiben Sie wachsam beim Einkauf und vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.